Na, einen wunderschönen guten Abend. Tubus, hi. Ich dachte, Stanley wäre durch. Ja, ist durch. Aber wir hätten das auch innerhalb von 10 Minuten durchspielen können. Indem wir einfach die Anweisungen genauso verfolgt hätten, wie sie der Sprecher gemacht hat. Und daher war das jetzt keine Schwierigkeit, aber ich möchte trotzdem ein paar Wege noch finden, beziehungsweise durchgehen und teilweise dann mal gucken, ob wir ein paar Trophies noch finden, durchgehen können. Ja, deswegen machen wir das heute und dann, ja, je nachdem, wie lange uns das noch beschäftigt, gucken wir mal. Vielleicht schauen wir mal in Diablo 4 rein. Habe ich also auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Sehr alt werden wir heute aber nicht, weil ich super müde bin, weil ich echt beschissen geschlafen habe heute. Deswegen gucken wir mal. Schauen wir mal, wie lange ich durchhalte. Dafür springen wir direkt ins Spiel. Es gibt auch eine neue Kameraperspektive. Hallo. Jetzt wieder so von oben. Von oben vorne. Weiß nicht, ich habe alte Videos angeguckt, alte Stream, also Clips und Highlights und sowas. Und dachte mir so, irgendwie fand ich damals so die frontale Kameraperspektive eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt stand ja die Kamera immer hier so die Richtung, so schräg rein. Aber weiß nicht, jetzt wenn ich so spiele, da ist die vor mir sozusagen. Mal gucken. Meinungen, Kritik, Anregung ist erwünscht. So. Ich würde sagen, wir ändern mal den Sound. Haben wir Sound? Wir haben Sound, sehr gut. Ach ja, und ich habe den Ventilator hier noch laufen, weil es einfach in diesem Zimmer arschwarm ist. Um genau zu sein, 26 Grad. Krass. Küche ist noch, nur die Küche ist wärmer. Und das Bad. Das Bad, weil ich gerade geduscht habe und Küche, weil ich gerade den Ofen an hatte. Aber also im Grunde sitze ich in einem Zimmer, wo ich entweder geduscht habe gerade oder den Ofen habe laufen lassen. So, bitte gib die aktuelle Zeit ein. Uns wurde ja geraten, wir dürfen irgendeine Zeit wählen. 1337 geht leider nicht. Was nehmen wir denn dann? 42, 402, 420. Früh? Komm, machen wir mitten in der Nacht. 42. So. Wurde uns ja beim letzten Mal gesagt, wir dürfen eine. Deine Lieblingszeit! Woo! Oder konntest du einfach nicht anders, als mir wieder die korrekte Zeit zu geben? Nein. Diesmal. Sehr gut. Ich finde es gut, wenn sich das Spiel merkt, wie oft wir es gestartet haben. Ist irgendwie interessant. Jetzt interessiert es mich, wie präzise 4:20 Uhr ist. Benutzen wir einen weiteren Regler, um es rauszufinden. Wie präzise ist 4:20 Uhr? Ich würde mal sagen, sehr, sehr unpräzise. Ja, okay, es ist 8 Stunden, ne? Das ist schon so ein bisschen vielleicht. Weißt du, sollst wissen, dass ich ungeachtet der Präzision der Uhrzeit großen Spaß am Anpassen dieser Einstellung habe. Das freut mich. Ich habe das Gefühl, mehr über dich zu erfahren und darüber, wie du Einstellungen vornimmst. Okay. Es ist gut, Daten zu sammeln. Für was? Ich wünschte, wir hätten mehr Regler. Aber wir sind alle Regler durchgegangen, die ich habe. Das ist schade. Vielleicht kann ich ein paar neue Slider erfinden. Sollte nicht zu schwer sein. Ja, lass mich ein paar neue auftreiben. Sollte fertig sein, wenn du das nächste Mal das Spiel startest. Also wir müssen das Spiel noch ein paar Mal starten, scheinbar. Okay, so. Spiel beginnen. This is the story of a man named Stanley.
Ja, das kennen wir schon, ne? Stanley worked for a Mal überspringen, so. Okay, All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, können wir hier... Was könnten wir noch tun? Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Ich habe den PC ausgeschaltet. Es gibt bestimmt irgendwas, wo man wenn man alle PCs ausschaltet. Stromsparer Profi, Profi oder so. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Da ist noch einer an. Auch noch schnell aus. Habe ich meinen ausgemacht? Kann ich gar nicht mehr. Schade. Okay. Ist auch die Tür. Ja, genau. Aber hat sich leider die Uhrzeit nicht gemerkt. Wäre interessant, wenn man eine Türnummer als Uhrzeit eingibt und dann die Tür aufginge. Ich merke schon, wir haben hier New Content. New Content, okay, wir gehen in New Content natürlich. Oh, new content? What does that mean? New content. Ja. Ich merke schon, wenn wir so ein Spiel entwickeln würden, ich glaube, wir hätten ganz viele Easter Egg-Ideen. Okay, es geht nicht weiter. Huch, okay. Aha. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. Ach, das ist jetzt das Add-on sozusagen. The Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Okay. Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Muss für den Sprecher auch lustig gewesen sein, irgendwie. Wann war das? 13 und 2020? 7 Jahre? 7 Jahre später nochmal Sachen dafür aufzunehmen. Können wir wieder zurück? Nee. Okay, dann Okay, so Aufzug. far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Noch tut sich hier nichts. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere? Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Mhm. Let's go. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if, oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Give it to me. The Jump Circle. New content. All right. All right, let's see. It's the Jump Circle. Bleibende Sprünge 36, habe ich gelesen. Wenn wir jetzt einfach dran vorbeigehen und nichts machen. Is that it?
Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Eine Jump Circle. Wir können ja nicht springen, ne? Vielleicht können wir da drin springen. Ja! Woo! Es ist so dumm. Wo geht dieses Kabel hin? Es verschwindet einfach in der Wand. Geht einmal hier rum und dann verschwindet es hier drin. Naja. Okay, wir können nicht aus dem Kreis rausspringen. Ist auch interessant. Direkt Gravitation. Ja, ich mache jetzt erstmal die obvious Sachen. Also einfach mal alle Sprünge verbrauchen. Es sagt doch niemand was, wenn ich hier rumspringe. Und Achtung! Wir genießen den letzten Sprung. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Wow. Das war... aufregend. Okay. Nächster Aufzug. Ja, großartig. Goodness, another elevator. Stanley, Amazing. I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And if... oh, wait. There's more. Very good. Yes. X I Pro knew there Max. had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Morgen ist Apple-Event. Apropos Pro Max. Eine Uhr. Es ist kurz vor 11, würde ich sagen, ne? Ne, warte mal, was ist denn hier? Ist noch irgendwie ein komischer Zeiger aus, oder ist das einfach der Gegenzeiger zu dem? Wer weiß, wer weiß. Okay. Können leider nicht mehr springen. Eine Pflanze. Ja, ich habe übrigens immer noch das Foto von der Pflanze vom letzten Mal. Thank you for enjoying the new content. It? No, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's trophies, and it's hard to believe one of them actually says, "Test trophy, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stan. Was ist Twitter? I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Okay, das war's also, ja? Mhm. Cool. Sieht anders aus. Das sieht gleich aus, das sieht anders aus. Das sollte so aussehen. Das ist nur ein Bild davon. Mhm. Tape. Tape. Stanley! Ja! Come over here! In the vent! I want to show you something! Ich würde aber auch gerne wissen, was hier... Oh, you don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. You're a dork anyway, so who cares?
Achso, jetzt sind wir. Jetzt sind wir da. Hm. Okay, ich komme ja. Never mind, you're not a dog. Oder doch? Ich gehe wieder. Hm. Ach ja. Wir gucken uns an. Was soll's. Ciao. Okay, neu. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a Okay. look. Bin sehr gespannt, was unser Sprecher mit uns vorhat. Aha. Das sieht nicht aus wie ein Büro. Außer die Bürostühle. Ach, wie schön. I call it the memory Memory zone. zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. The Memory Zone. Was ist in dem Korb? Don't forget the Stanley Parable. Memory, sweet memory. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap PlayStation port? Hey, Remember back in October of 2013 when the auf game Pressurized originally Gas, der Back Plattform then, von video games had integrity. Back then, it all meant something. Pressurized Gas. Sehr gut. Okay. 2013, when the Stanley Parable was released. Indoors monthly. Shapes and graphs and cargo. British Academy of Film and Television Arts. The Last of Us. In the category Story. Ich sehe doch genau, dass da The Last of Us steht. (20:13). Was ist da passiert? Das ist das Skript. Our First Kiss, My First Car, the release of The Stanley Parable in 2013. The Last of Stanley. Buy on pressurized gas. Mozilla Firefox start page. Okay, the original remake. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass wir das nicht damals gespielt haben und jetzt einfach nur das hier sehen. Bits of Music. Ich habe von einem bestimmten Stück auf jeden Fall geträumt.
was da vorkam. Begin the demo. Go outside. Don't play for 5 years. Unachievable. It's impossible to get this achievement. Gibt's die hier auch? Wo komme ich da hin? Moment. Spiele hab. Und jetzt irgendwie hier, ne? Testtrophäe bitte ignorieren. Hingabe. Einen ganzen Dienstag lang. So muss ich morgen den ganzen Tag durchlaufen lassen. 8. Ich werde versuchen, ein paar von diesen Trophäen noch zu machen jetzt im Stream. Aber ich glaube, wenn da niemand sonst eine Idee hat zu, müssen wir da wohl mal googeln. Speedrun. Schließe The Stanley Parable unter 4 Minuten 22 Sekunden ab. Passe im Einstellungsmenü alle Schieberegler auf alle verfügbaren Werte an. Spiel The Stanley Parable 10 Jahre lang. 10 Jahre lang nicht, willst du mich verarschen? Von 14,6 Prozent Spielern enthalten. Man muss das bestimmt irgendwie faken können, indem man die PlayStation 10 Jahre nach vorne stellt oder so. 14% der Spiele haben das schon, also es muss irgendwie funktionieren. Einen ganzen Dienstag lang haben weniger geschafft. Also da gucken wir dann mal rein. Bei Google, was da zu tun ist. Game Innovation Nominee für Debütgame für Story. Da haben wir gesehen, haben sie ja gewonnen. Eindeutig hoch. New video game releasing today. Creator surprisingly down to earth. Stanley Parable deals tough choices. In loving memory, little Stanley. Oh! Ist das ein Hamster? Und ich kann mich da nicht draufsetzen. Verschwendung. Was ist denn? Wieso steht da ein Piano, ein Klavier? Oder was ist das doch schon, ne? And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Schade, dass man den Steinhaufen nicht umschmeißen kann. The tasteful nostalgic. It was good. Minecraft, okay. Let's begin again. Was ist das denn?
Das war aber nicht in diesem Spiel, oder? Also wir können jetzt hier runtergehen. Oder hier weiter. Memory Zone Maintenance. Scheint nicht offen zu sein. Portal, ich dachte auch, aber sieht so aus, ne? Ich habe Portal nie gespielt, aber okay, hier drüben ist auch Minecraft. Es könnte natürlich sein, dass das irgendwie einfach nur so hier hängt. So hat alles angefangen. Hier hat alles angefangen. The top 10 memories I remember. Person of the Year. Aha. Ein random Fahrrad. Ich frage mich, ob wir solche Sachen irgendwie auch noch gesehen hätten oder sehen würden, wenn wir irgendwelche anderen. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. All they had to do was transport it in pristine condition along to the PlayStation, boom, done. And they couldn't even do that. Couldn't resist the urge to go meddling with a beloved franchise. Irgendwie finde ich das cool, dass die das jetzt hier so in die Deluxe Edition, also in die erweiterte Version, so mit eingebaut haben, mit Reviews von der Originalversion und so. These were simpler times, Stanley. What I wouldn't give to go back, to have it all over again. Was ist hier? The Serious Room. Da kommen wir aber nicht rein. Ist auch zu. Also jetzt geht's hier nicht mehr weiter scheinbar. Was? Your number ist 29? Hätten wir bis zu 29 springen müssen vielleicht? Wäre das eine Idee? Ah, der Maintenance. Ich wusste doch, dass der Maintenance. Hang on. Raum jetzt I offen don't ist. recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Party! Achso, das war das andere Spiel, ne? Pressurized Gas Container. Oh no, oh God, no, Stanley. It's a collection of reviews from Pressurized Gas, the extremely popular online storefront for computer games. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Das ist geil, wenn die jetzt wirklich so Nutzer-Reviews von Steam gesammelt hätten und die jetzt hier eingebaut. Inklusive Nickname. Man kann scheinbar wirklich nichts anderes machen, außer diesem Weg zu folgen. Tatsächlich mit Nickname. Sehr gut.
Kaffee. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Ich will das fahren. Okay, hier liegen noch ein paar rum. Not vertified. Hier liegen noch not recommended. Das ist das gleiche. Na nee, das ist kleiner, auch schlecht abgeschnitten. War das auf Steam so schlecht bewertet? Da ist ein Daumen hoch. Sehe ich doch. Das ist ein positives Recommended Review. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is Nudelscharf. for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel Beim 3.1 Stunden like I let these gespielt. people down. Was war das andere Review? Wie viel? Isn't quite as sterling as I always remembered. Ich dachte doch, Certified, Vertified. Ich dachte schon so, Moment, irgendwie klingt das komisch. Verify und Vertified. Verified, ne? Vertified finde ich aber auch irgendwie gut. Blub. Hier ist noch eins mit fast 10 Stunden. I get that it's supposed to be. Have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. Cookie 9. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment Was passiert hier denn? couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Okay, wo kommt das jetzt her? Gut. Ein großer gelber Skip-Button. Ha. Hier hinten versteckt sich eine Leiter. Mit der ich nichts machen kann. Eine Uhr. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue. Gucken, wie lange das geht. Something like this.
the story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once, so now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. But the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say, the story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once, so now you see, blah 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 blah. Fängt das jetzt immer von vorne an? Too much and it can't be just yet, no, until 245. But the logic of elimination working okay, es scheint wirklich von Anfang an zu fangen. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say, the story and the choices, or what have you, and therefore ich drücke jetzt mal den Button, ja? So on and so forth, until inevitably we all... Blöp. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the Wie nature war's of draußen choice so in video in der games. reellen Welt? Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly and you can tell me what you think. Okay. Labert er jetzt wieder, bis ich den Button drücke? Any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are or were or will Hab mich geärgert. Hätte auch joggen gehen können statt. Ich dachte, du meinst mit spazieren gehen halt joggen. a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply... Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the... Ich kann den Knopf nicht The drücken. minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45... Stanley, please don't push the button again. It's 12 Stunden. 12 hours. Huch. You've just been frozen there. I don't Okay. know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone Baum to ist talk tot. to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same? Okay, eine Woche. Mal gucken, jetzt 5 Jahre. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything. Skip-Button war doch nicht so geile I've Idee, ja? had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time. Ich kann aber auch nichts anderes machen, außer diesen Knopf drücken. Ne? I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into a single instant. Ein Jahr und jetzt sind's. Okay, kein Sprecher mehr da. Wir sind alleine. Und jetzt? Die Tür ist weg. Die haben währenddessen die Tür ausgebaut, oder was? Was ist los?
Uhr ist. Hallo? Rauchmelder, okay. Hi. Ja, Ja, ich drück mal den Button einfach weiter, ne? But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their Wieso ist er jetzt wieder da? demands. But Leiter. then, he's talking too much. They Ach said, so. first he Mit didn't der Leiter entertain us, den. now he won't shut up. It's the inconsistency. It's the lack Ich of kann die ja nicht accountability. aufheben. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely. Oh, sind das die 10 Jahre, die man nicht spielen soll? Was passiert? The end is never the end, 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 is never the Es sollte wieder die lustige Musik laufen. Ich habe Albträume davon. Ich glaube, wenn wir nochmal drücken, kann es sein, dass das Ding überschwemmt ist oder so. Ja, es ist kaputt. Wie lange ist das jetzt her? Licht. Und die Leiter ist auch noch da. Natur holt sich das alles wieder zurück. Wenn man nur springen könnte, exakt. Jetzt sind wir dann doch noch bei Last of Us. Ist wieder Abend. Die Pflanzen sind weg. Was passiert? Ist die Tür wieder da? Ich sehe gar nichts mehr. Oh. Das klingt nicht gut. Ja, Erdbeben. Was ist passiert? Es geht nach draußen. Es sind sehr viele Jahre vergangen, glaube ich. Können wir nochmal den Button drücken? Nee, der Button scheint kaputt. Okay. Sind wir der letzte überlebende Mensch? Sind wir ein Mensch? Wir sind kein Mensch, oder? Wir müssen doch eigentlich verhungert sein. Okay, was machen wir jetzt? Ende. It's never the end.
Tja, wenn es eine Übersicht gäbe, welche Enden oder was auch immer man jetzt entdeckt hat. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Awaiting input. Input received. New content. Okay. Klar, warum nicht? Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Okay. Na, mal sehen. Okay, wir sind wieder beim Aufzug. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one was step passiert? even further. Stop. Which Was is los? why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley parable. Wow. Okay. Cool. Vielleicht. Investor Showcase. Yes, The you end is see, never the end isn't again. this far superior to a measly port with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have Testing truly two printers been at the same asking time. for. Welcome. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? Zwei. What does it even mean? Zwei. But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Okay, ist kein Touchscreen scheinbar. Ja, wenn man nur springen könnte, würde ich hier auch gern drüber. Okay. They're back. 2 doors. New content is out. New content part 2 is in. Boring sections of the chart. Cool red section of the chart. New hotness. New mug. Ah, hier. Den habe ich fotografiert. Color red. Win-win. Sequential. Paradigm shift. Okay. Logo-Ideen. Zweite ist Resident Evil, oder? Amazing. Thanks for attending my meeting. Das ist eine PowerPoint. Logo-Ideas. Das erinnert mich alles irgendwie an Resident Evil. Ich weiß auch nicht. Zwei Leute.
Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. 2 eyes, 2 ears, But if 2 I can nostrils, 2 loosely arms, 2 organize legs. a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally Who took the red spring up marker? around Me. them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Sequels are good. Portal 2, Half-Life 2, Batman Arkham Asylum 2, City. Doom 2, Aladdin, Dark Souls 2. Every pause button is a Roman numeral. Just the 2 of us. We can make it if we try, just the 2 of us. This way to the show floor. You are the sequel. Schade. New Features. Okay, können wir uns da hinsetzen und einfach zugucken? Hast du eigentlich in Teil 1 den Geheimausgang genommen? Welchen Geheimausgang? Bin einfach zum New Content rausgegangen. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Springen, bitte springen. Diese Abkürzung beim Gedankenkontrolllabor. Nee. Soweit sind wir vorhin noch nicht gekommen, weil die New Content Tür zu interessant war. Here, your name in the game. Exclusive. The button that says the name of the player that is playing the game. That's new. Okay. Here, your name in the game. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated Too as big, people. too small, just So right. with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Okay. Isn't that wonderful? Amazing. Hubers, dein Einsatz. Okay, was kommt jetzt? Here, yours today. Everybody's got one. Ja, okay. Aber was kommt jetzt, wenn ich da drauf drücke? Ah, schauen wir mal. Achtung! Achtung! Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But Vielen of Dank, course, super. in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Okay, ich bin Jim jetzt. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, Ich and bin simply Jim. become a person named Jim. Ich bin I Jim. want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love, Vor and allem being heartbroken sleeping. as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Ja. Are you really, truly Jim right Ja, now? auf jeden Fall. If so, then please step forward and press the button. Ich frage mich, was der Button jetzt sagt. Woher soll der mal auch meinen Namen kennen? Mal gucken. Verrückt. Wow. Yes, Wow. You see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Jim. It Wow. hits even harder the Nicht second schlecht. time. If this were the only new feature in the Pass auf, dass du Stanley morgen Parable 2, it nicht would noch immer still Jim be bist. worth Ja, the mal gucken. money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from Das, all of this okay, das ist personal super Feature. validation. Richtig gutes Feature. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, Nein, you'll nein. start to lose all sense of who you actually are.
Nein, nicht den Button. Jim. Okay, großartiges neues Feature auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall jetzt schon. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable too. That would actually save me the work of finishing this feature. Epilog. Gratis-Trophäe. Unendliches Loch. Einstellungen Weltmeister. Gratis-Trophäe. Free, new and easy trophy. I can't believe it's that simple. Ja, holen wir uns eine Trophy, oder? Free trophy. Get yours right now. Pull the lever. Receive your new trophy. No more steps. It just works. Get yours right now. Okay. Now here's something special. You remember that broken test trophy that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the trophy. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the trophy will be given to you. It's as simple as that. Okay, cool. Achtung. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the trophy is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Das ist enttäuschend jetzt. Ich will meine Gratis-Trophäe. Hallo? Kann ich dagegen hauen? Tja, aber irgendwie muss man die ja bekommen. Irgendwie muss man diese Test-Trophäe bekommen, weil sonst hätten Leute nicht die Platin-Trophäe bekommen. Also irgendwie muss das gehen. Okay, die Gratis-Trophäe war eine Enttäuschung. Der neue Jump Circle ist noch da. Aber ich habe keine... Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Klar. Oh wait, you already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Toll. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Super. Ich kann... Wow. Tja, okay. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Collectibles. Sammelwerk Gratis-Trophäe. Unendliches Loch. It won't end. Was haben wir hier noch? Please no screenshots. Screenshot. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Was passiert jetzt, wenn ich hier Screenshots von mache? Scheinbar nichts. Okay, Get Well Someday finde ich gut. Finde ich irgendwie gut. Happy 12th Birthday, Stepnies. Nee. Get Well Someday. Finde ich gut. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, stepniece, it is. Arschloch. Ich mache jetzt überall Screenshots in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Achso, jetzt sind die hier auch. Na toll. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Schade, ich hätte doch das andere nehmen sollen. Aber eigentlich ja klar, ne? Beruhigungseimer.
Merchandise. Was haben wir denn? This T-Shirt is the best new feature. Okay, ich wollte aber zum unendlichen Loch eigentlich. Es gibt doch so viel. Was ist hier? Der Knopf, der den Namen des Spielers nennt, der das Spiel spielt. Da waren wir doch aber schon. Please no screenshots. Red is the new orange. The baby's all grown up. Ja, das ist exclusive the button that says Jim. You heard Jim in the game. Ist der Button wieder da? Nee. Schade. Okay, dann was ist hier passiert? Clipart. Ja, süß. Okay, was haben wir jetzt noch nicht? Sprungkreis, unendliches Loch. Wo ist denn das unendliche Loch jetzt? Sammelobjekte, unendliches Loch. Opening rims, running area, infinite. It just keeps going. More hole, hole, more hole, infinity, falling more. Okay. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Cool. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Das klingt nach super viel Spaß. Wollen wir das ausprobieren? Ich frage mich, ob man nicht erst... Ach, was soll's. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, A whole new press the experience. button to pop back up to the top, and we can continue onward. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Warum? Es ist doch kein unendliches Loch. Gibt's einen Boden? Okay, Stanley. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Ow! Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me? Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we Stabile just Beine, put auf jeden all Fall. this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, Klar. go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. Komm, wir machen das I'll nochmal. just be up here when you're ready. Ich teleportiere mich jetzt nach oben und dann machen wir das Ganze nochmal. Great. Now, I'm very excited to show you even more. Oh, for heaven. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal,
A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there, goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Okay, das ging schneller. Did the hole seem even shorter to you this time? Ja. I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Had enough? I'm Nein. positively Woo! thrilled. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing... Wow. Okay. Yes. Es wird immer kürzer, vielleicht schaffen wir es. Become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. Dass wir I suspect that vielleicht we're komplett starting to füllen hit the können. point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Das war die Idee. Well, there it is. Ah! The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, how is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Is the Nein. teleport button not working? You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Geht nicht. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to Großartig. be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together. Super. Jump would be nice, ja. Haben wir leider alles aufgebraucht. Ich kann wirklich nichts machen. Jetzt geht's wieder nach unten. Okay. Ändere deine Wahrnehmung. Oh yeah. Ändere deine Realität. Komm, wo kommt der Song? Wo kommt der Song? Was soll das? Was ist das?
Bitte! Okay. Ändere dich selbst. Ja, das ist gut. Warum? Vor allem, wie lange geht das jetzt noch? Stanley? 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 Oh, good, you're awake. It Oh. seems you had sort of dozed off Oh. there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. Okay. I don't want to miss a single moment. Nee, So auf gar keinen how Fall. about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole. Ja, I'm looking super. forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Tüdelü. Toodlepip. Okay. Fängt es jetzt wieder an? Von neuem? Nee. What is happening? Okay, einfach so? Einfach so wieder von Here vorne? we are. Go on. Try out some of the new features. Warum? Größtenteils ein endliches Loch. Okay, ich probiere die Trophy nochmal. Okay, wenn ich jetzt im Loch gehe, was passiert dann? Stehe ich dann noch drin oder? Das ist alles weird. Ich weiß nicht mal, was ich hier tue eigentlich. Das ist einfach so ein Erkundungsspiel. Ich kann nicht mehr zum Loch. No. The holy moly. Schade. Badadam, bam, bom. Okay, Collectibles haben wir noch nicht angeguckt. Can you find them? Can you find them? Can you find them? Collect them all. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want Super. to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Ding. Yay, einer von 6. Es ist alles so dumm. Es ist alles so dumm, aber so gut. Okay, ich kann nicht mehr da reinlaufen. Oder was passiert, wenn ich einfach unendlich lange nach vorne gehe? Weiß nicht. Nee, es geht nicht weiter. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Kann ich den einsammeln? Okay, haben wir jetzt alles. Okay, Jump Circle haben wir geguckt. This Map haben wir jetzt auch angeguckt.
Free Trophy haben wir angeguckt. The button that says the name of the player that is playing the game haben wir auch angeguckt. Merch haben wir angeguckt. Settings World Champion. Das fehlt noch. Das muss ja dann irgendwie da oben sein, oder? War das nicht so? New, neu. Einstellungsweltmeister. Kann ich nicht machen. Einstellungen. Wie war das mit der Trophy? Alle Einstellungen mal eingerichtet? Ich mach das jetzt. Ich mach jetzt jede Einstellung durch. Vielleicht geht dann die Tür auch auf. Es gibt nur den Punkt. Das ist ja weird. Ich kann hier nichts auswählen. Super großes Fadenkreuz. Aber wieso gibt es nur den Punkt? Oh, das die Einstellung nach Spielstart. Welche, was meinst du? Also das sind doch die Einstellungen nach Spielstart, oder nicht? Audio. Ha! Einstellungsweltmeister. Alle Schiebregler auf alle möglichen Werte angepasst. Ist jetzt die Tür offen? This is the story of a man named Stan. This is the story of a man Ach so. named Stan. Nur um das zu testen wahrscheinlich. Okay. Aber das haben wir schon gemacht. Geht die Tür auf? Ja, die Tür geht auf. Geil. Great job, you did it. Ah, I can see you've gotten the Settings World Champion trophy. Nice. Well done. You've experienced every setting, traveled to all corners of the settings menu. There's nothing you haven't seen. So just for you, in the Stanley Parable 2, I'm including an entirely new setting, something called bumpscosity. What exactly is bumpscosity? Well, I haven't quite figured that part out yet, but I know that you'll be able to adjust it on some sort of slider and that it'll be accessible from the settings menu. We'll sort out the rest of the details later. I hope you're looking forward to trying out every level of bumpscosity in the Stanley Parable 2. Großartig. Aber gibt's jetzt noch nicht, oder? Doch, es gibt die... Ja, auch die Nummern, ne? Also können wir uns auf 0 stellen, auf 1, auf 12, 50, 76, 100 oder 1000. Ich würde es mal auf 76 stellen, wenn euch das recht ist. Lasst uns mal ein Spiel machen, was einfach komplett durchgeknallt ist. So, jetzt haben wir das auch. Ist die Tür jetzt wieder zugegangen?
So, wo ist die Karte? The Stanley Parable Reassurance Bucket. Das haben wir noch nicht. Wo ist das? B? B2. Da müssen wir... Wir sind jetzt... Da sehe ich doch das Bucket. Okay. Schade, dass wir nicht mehr springen können. Wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich einfach unten drin. Oh. Ich bin schon so verwirrt, dass ich dachte, das ist im Spiel jetzt irgendwas. The Stanley Parable 2 Reassurance Bucket. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I am happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Okay. Ein Eimer, it is. Vielleicht kriegen wir jetzt die ganzen Lösungen zu allen Fragen, die wir haben. Can you feel it? Ja. The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. Dankeschön. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? Total. All this and more Super Eimer. await you in the Stanley Parable 2. Was mache ich jetzt mit diesem Eimer? Ich würde den Eimer dann mal wieder hinstellen, vermutlich. Geht nicht? Okay, dann nehme ich ihn mit. Dann habe ich den Eimer jetzt für immer. Cool. Jemand? Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Definitiv. Jemand Interesse an einem Eimer? Nein? Nein? Schade. Was ist das denn hier? 03? 44? Ist das die korrekte Uhrzeit? Okay, was haben wir denn jetzt hier noch? Office Decorations haben wir gemacht. Epilog? Habe ich nicht ganz verstanden. Da bin ich doch nur durchgelaufen, oder nicht? Wo ist der? Semikolon. Wo ist das Semikolon? Okay, da oben. Kann man da irgendwas machen? That's new. Jemand einen Eimer? Jemand Lust auf einen Eimer? Hier, Epilog. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it will go at the end of the, well, we'll figure that out later. Okay, das war's. Alles klar. Dann, was fehlt uns denn noch jetzt hier? Collectibles haben wir, Infinite Hole haben wir und Exit.
Der Exit bei E. Da hinten irgendwo, oder? Ah, Exit hier, okay. Dann haben wir alles. Dann haben wir die großartigen neuen Features von Stanley Parable 2 alle mal angeguckt. Und ich muss sagen, nichts geht über den Button, der Jim sagt. Wo ist er? Auf der anderen Seite, oder? Ja. Also ich habe jetzt schon Bock auf das Game, muss ich sagen. All right. Ich mochte den Luftballon sehr. Everything you wanted to? Ready to move on now? Was haben wir hier? Klar. Wann kommt's raus, das Spiel? Please, no Screenshots. Screenshot gemacht. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Auf jeden Because Fall. I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. Also hätte das, Work. There's definitely wäre das jetzt good in dem game Spiel there wichtig somewhere. gewesen. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Ja. Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Cool. I mean, there's potential here, right? It's Hier, wir können sort of- springen. Wir Okay, können springen. hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Okay. Okay. Geht so. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than Luftballons. anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Nice. Also wir können jetzt wirklich The Stanley Parable 2 spielen. Bitteschön. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, als ich den Stream angefangen habe, aber wir können schon mal die Einstellungen gucken. Ist alles rot, ist das neue Orange und so, ne? Gibt es mehr? Ne, es gibt immer nur einen Fadenkreuztyp. Das Spiel beginnen. This is the story of a man named Stan. Jetzt müssen wir uns das Intro halt wieder angucken, ne? Ist klar. Stanley worked for a company in a big building where he was sind die Ballons? employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day. Mal gucken, wo der Eimer every month of every zum Einsatz kommt. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation.
Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Jetzt habe ich mittlerweile, habe ich vergessen auszuschalten, ne? Den Fadenkreuz brauchen wir nicht. Okay, es ist The Stanley Parable 2. Willkommen. Es hat sich nicht viel getan, außer dass es... Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Oh, please. Are you really just doing this for the trophy? Click Hab ich doch schon. 5 times? Is that all you think a trophy is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks? Now, suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Ist schon ein bisschen anders hier. Da ist er. Ah, da ist der Eimer. Ich habe einen Eimer gefunden. Eimer. Stanley picked up the bucket. Cool. Ich kann ihn nicht mehr hinstellen. Ja, gut. Jetzt habe ich den Eimer halt. Okay, hier ist ja eigentlich der neue Content, ne? Also es gibt keinen Stanley Parable 3, scheinbar. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Ich habe so das Gefühl, dass es exakt das gleiche Spiel ist, nur dass wir jetzt einen Eimer rumtragen. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. In here, said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Jetzt sind wir hier. Now pick up the phone, Nee. said the bucket. Whoa, hold on. Why did you unplug the phone? Were you trying to resist the bucket's orders? Ja. Stanley, I was joking. Gegen den Eimer. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Ach so. Buckets can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking bucket. Can't you see? Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? Comedic timing is so difficult. I wish I were better at it. But there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh, wait, yes, there is. It's sitting right here. Oh Let's take a nein, look. was? Jetzt kommt... What is comedic timing? What is comedic timing? How does it work? How long should it last? How can it be used to effectively silence your What about the hole? political Stimmt, enemies? wann kommt das denn? And more importantly, can it be taught in its entirety within 90 seconds? Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Yes. Let's dive deeper. If you've ever told a joke or made someone laugh,
In all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15-degree angle from your body. These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds and no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, "I'm Dunny with the funny." Let's practice screaming, "I'm Dunny with the funny" now. Sorry, I've never made anyone laugh. I'm Dunny with the funny. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, it's time to hand out surveys. Collecting hard data from your audience on how rapt they were throughout the joke is the only way to grow or learn as a comedian. Hier, so funktioniert's. An effective survey should be no less than 10 pages long and should include the same question reprinted several times, just to ensure the survey taker is actually paying attention and not simply filling in answers at random. And that's all there is. With these strategies at your disposal, you'll have audiences doubled over in laughter and even tripled over in laughter in no time at all. Just remember to let them stop laughing at some point, you gut-busting little scamp. Ich bestehe drauf, After all, we're each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invader who threaten our very existence and who very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. Auf jeden Fall. All of us must be prepared to give our lives to this noble cause, just as our children must do after us, and their children after them. Godspeed, and may Earth reign supreme. Okay. Hilfe. Thank goodness this video is a little outdated, isn't it? Well, no matter. I think the fundamentals of proper comedic timing are still as relevant today as they were back then. So with that in mind, I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again, so I can try telling my story with more appropriate comedic delivery. Come along, let's head back. Das Spiel wird lustiger. Ah. Wir müssen wieder zurücklaufen. I can feel it. This time, I'm really going to nail the delivery. You'll be in stitches. A talking bucket, you'll say? How ridiculous. How absurd. What a hilarious concept. The king of comedy. That's what you'll call me. Thank goodness we have the instructional video. Otherwise, who knows where we'd be right now. Kompletter Fiebertraum. Stimmt. The bucket spoke to Stanley. The bucket spoke. The bucket spoke. Oh, I'll figure it out on the fly. No need to overthink things. Was mache ich jetzt mit diesem Eimer? Ich kann doch den nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Oder kann ich? Muss ich? Aber jetzt spielen wir im Grunde das gleiche Spiel nochmal. Nur anders. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Ist wieder kaputt gemacht, ne? What? We're back at the phone already? No. What's going on? There were supposed to be several rooms leading up to this. There was supposed to be a build-up to this point, a dramatic display of remarkable comedic wit which culminates in this scene with the phone. But now the timing's completely off. The joke will never land. Well, not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that the phone Bleibt's eine langweilige, unlustige Story. Two doors room. What an egregious mistake. I've made a fool of myself. I don't deserve the title of King of Comedy. I'm nothing. I'm not even the lowliest joke-telling whelp. I think
I think I need Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. that instructional video. Nein. Nein. Yes, surely that will help me improve my... Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. What? We're back at the phone already? Okay. No. Ah ja, jetzt ist wieder das, was... Here we go. You Okay, einmal ready? probiere ich es noch, ob noch irgendwas anderes Stanley and the passiert. bucket Ansonsten came to müssen a set wir of 2 open tatsächlich links. They entered the door on the left. Oh, ich glaube, es passiert nichts anderes mehr. What? We're back at the phone already? No. Okay. Linke Tür it is. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. No. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Did you not even look at the instructional video? I think this is all covered very clearly. There's no way I can make the comedic timing work now. It's done. The joke is completely done and over. It's all your fault, Stanley. I'm going to be ridiculed in the community of other joke writers. I'm going to be shamed at every one of our meetings from now on. All because you couldn't watch a simple video and take a hint. Are you proud of yourself for bringing me down, Stanley? Are you proud? Hä? Ach ja. You love The the end. bucket so much it's like you... it's as though all of your other most prized possessions pale in comparison. Jetzt haben wir wieder Well, let me try that again, Stanley. die Credits. I heard that you are pale with shame over how unabashedly in love with a bucket you are. No? Still not? Is it the delivery? Pale with shame. Pale with shame? Pale... What's another word to describe a bucket? Stanley, this bucket is so metal. I think I saw it playing guitar. No. Get away from making fun of Stanley's Forget rejection stuff. of the bucket, which was the whole point of this. I'm no good at these jokes. I need more instructional videos. That's exactly what it is. That's what will make me the king of comedy again. More instructional videos. Let's see. Ah, Credits sind wieder kaputt. Okay. Das war das Ende. So, nehmen wir jetzt den Eimer mit oder nicht? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ich glaube, ich muss den mitnehmen, ne? Oder nehme ich ihn einfach nicht mit? Tja, da spielt jemand solitär. Na komm, wir nehmen ihn mit. Lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Okay, soweit so gut. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Nee, ich mache jetzt einfach mal durch. Mal gucken. Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Es ist wirklich im Grunde genau das Spiel, was wir, also das gleiche, was wir schon mal gemacht haben. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him, always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the Wie war bucket das? that he didn't notice the keypad behind the boss's 2.8. desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Sehr gut, Popstar, dass du das auch noch wusstest. All along, was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation.
Aber das Spiel, also das kennen wir jetzt alles schon, ne? Nur dass es jetzt halt jetzt mit Eimer ist. Es ist alles komisch. Es ist alles sehr, sehr komisch. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything Na, will be fine. zum Glück. Okay. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that Ach hier, read, Escape. Mind Control Wollen wir das jetzt machen? Facility. Das meintest du, oder? Den Escape-Dings. Komm, dann gehen wir den jetzt mit dem Eimer. Kann ja nichts schief gehen mit dem Eimer. This passageway had the word escape written on it. The truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. Schade. The door behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. Niemals. At this point, Wir stehen das jetzt Stanley durch. and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death. Der Eimer findet einen grausamen Tod. Und go! Das unendliche Loch. Oh. As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket. But what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? Ja, This is ja. what Stanley thought to himself. And he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. Ciao. Okay. Farewell, Stanley, cried the narrator, Bitte was? as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. Wir haben eine neue Stimme freigeschaltet. Okay. It was a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It's a It super was a bucket. glorious bucket to behold. Der Eimer. Der Eimer heißt sie. Unser Bucket ist weg. Wir haben unseren Bucket nicht mehr. Der Eimer heißt sie willkommen zur großen Ausstellung. Sie stehen am Abgrund des Wissens. Ähnlich wie ein Eimer ist auch der menschliche Verstand oft leer. Eine höhlenartige Leere. Aber durch die Absorption des Ausstellungsstücks vor ihnen wird der Geist voll, bereichert und fundiert. Die Kenntnisse über den Eimer und seine Geschichte sind das einzig wahre Wissen, das wir wirklich haben. Werden Sie das, was Sie hier lernen, mit in die Welt hinausnehmen? Werden Sie aufgeschlossen akzeptieren, was an den Informationen in dieser Ausstellung herausfordernd sein mag? Werden Sie das Leben von sich selbst und Ihren Liebsten als Folge dieser Ausstellung verändern? Oder werden Sie die Augen verschließen und weiterleben wie bisher in Unwissenheit und Dunkelheit? Es sprach der Eimer. Einziges Ausstellungsstück, der Eimer. Es sind ganz viele Eimer. Arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own. Can you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short life? Ein Eimer mit 2 Henkeln. Verrückt. Dieser Eimer ist mit 2 Henkeln abgebildet.
Eine solche Konstruktion wurde in der Realität nie hergestellt, da sie als zu gefährlich und waghalsig experimentell eingestuft wurde. Jedes Jahr werden Dutzende hingerichtet, nur weil sie es versucht haben. Was für eine Scheiße und gleichzeitig so gut. Exakt. 25 Eimer. Ich glaube, es sind ein paar mehr. Eine Fotografie von 25 Eimern. Die größte Anzahl an Eimern, die jemals von einer Kamera erfasst wurde. Der Fotograf erlitt mehrere Wochen lang einen katatonischen Schock aufgrund der Euphorie, die er beim Anblick so viele Eimer auf einmal empfand. Es sind aber mehr Eimer. Es sind noch mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Es sind mehr als 25 Eimer, würde ich sagen. Vielleicht 30, vielleicht sind es 30. Wo ist der besondere Eimer? Der hängt da oben. Und das ist unser Eimer. Nee, das ist nicht unser Eimer. Das ist ein Holzeimer. Der Inferno-Eimer. Eine Nachbildung des Inferno-Eimers, der im Mittelalter eine so große Anziehungskraft ausübte, dass Dutzende von Nationen gegeneinander Krieg führten, um die Kontrolle über ihn zu erlangen. Milliarden von Menschen starben und trotz allem bleibt die einfache Tatsache bestehen. Niemand kann einen Eimer kontrollieren. Höhlenmalerei. Wir wissen zwar, dass es Eimer schon vor der Existenz der Menschheit gab, aber wir wissen nicht, wie lange zuvor. Diese Höhlenzeichnung zeigt, wie der frühe Mensch den praktischen Nutzen des Eimers entdeckte. Zu diesem Zeitpunkt gab es den Eimer wahrscheinlich schon seit mehreren Jahrtausenden. Auf diesen Zeichnungen ist zu sehen, wie der Eimer die Benutzung seiner selbst zulässt, nachdem er die Menschheit für würdig befunden hat, seine Schätze zu nutzen. Ich weiß nicht, ob ich da hochgehen soll jetzt oder erstmal auf die andere Seite. The Stress Bucket. Der Stresseimer. Ohne Kommentar. Der Stresseimer. Worrying, negative forecasting, negative thinking, lack of reassurance. Stress equals the level of water in the bucket. Vulnerability equals size and strength of the bucket. Coping strategies equals holes. Rest and relaxation. Doing something you enjoy, rest and relaxation. The Stress Bucket. Wir lernen einiges über Eimer. Habe ich auch nicht gedacht, als ich den Stream angemacht habe vorhin. No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. Der hängende Eimer. Ich präsentiere der hängende Eimer. Dieses Stück symbolisiert die notwendige Beziehung zwischen Eimer und Menschheit. Wie klar unser Verständnis des Eimers auch sein mag, es gibt noch mehr, das stets außerhalb unserer Reichweite liegt. Dieser Abstand ist unweigerlich zu unserem eigenen Besten. Wenigstens mit Anlauf? Mit Anlauf? Ist das unendliche Loch? Ich habe den Eimer gegriffen. But there is something we can do. Something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements if only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision. Eimer? Hallo? Tja. Okay, das war ein anderes Ende.
Jetzt, ich hätte gerne eine All of his Übersicht. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Tja. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal ohne Eimer. Um zu sehen, was was es dann für eine Ausstellung gibt. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Tja, das haben wir jetzt davon. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Okay, glaubt ihr, dass wenn wir da jetzt einfach den Fluchtweg nehmen, wir dann einfach zerquetscht werden? Also ohne, dass irgendwie noch mehr kommt? Es wäre lame, aber vielleicht ist es das halt, ne? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Okay, ohne den Eimer diesmal. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Vielleicht klatschen wir auch einfach auf den Boden auf und es ist vorbei. Vor allem das hier geht, aber wenn wir oben bei dem komischen Aufzugteil... As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Ciao. Farewell, Stanley. Okay. cried the narrator, Aha. as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Aha. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Okay, es ist tatsächlich was anderes. Oh Mann, wie viel haben wir von diesem Spiel noch überhaupt nicht gesehen? Jetzt können wir alles nochmal machen, nur mit Eimer. Und ohne Eimer. Every path you can walk has been created for you long in advance. Death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Schade. Traurig. Stanleys Computer. Bürogrundriss. Okay, hier ist also das. Dann gehen wir da. Okay, da sind wir oft entlang gelaufen. Hier kommen jetzt die zwei Türen.
Ja, und dann ist dann, wo es interessant wird, ne? Dann, wo es interessant wird. Der Gang. Bürogrundriss. Dieser Plan zeigt das Büro vom Spielanfang. Der Weg von Stanleys Büro zu einem beiden Türen war der erste Teil des Spiels, der gebaut wurde. Im Laufe der Entwicklung wurden Abschnitte hinzugefügt und verändert, aber der Kerngrundriss ist fast identisch zum ersten Durchlauf. Gang. Es war wichtig, das Spieltempo in diesem ersten Abschnitt richtig einzustellen. Dieser Korridor wurde verschoben und verändert, um sicherzustellen, dass der Spieler die beiden Türen in einer guten Zeit erreicht. Die zwei offenen Türen waren der erste konkrete Teil des The Stanley Parable Designs. Als dieser Raum erstellt worden war, entwickelte sich der Rest des Spiels als eine Erweiterung davon, eine Erkundung des Widerspruchs, der dieser Raum darstellte. Aktenschrank. Okay. Bürocomputer. Employee Database. Das will ich spielen. So, was haben wir dann noch? Einfach ein Arbeitsplatz. Das Büro. Okay, hier können wir nicht an die Türen klopfen. Knopfgeräusche. Eine Auswahl an Geräuschen, die im gesamten Spiel beim Drücken von Knöpfen verwendet werden. Jedes Geräusch ist eine Mischung aus einem Tastaturanschlag und einem künstlichen Ton. Ich glaube, den habe ich noch nie gehört. Okay. Ach, das sind die richtigen Credits jetzt, oder was? The Stanley Parable Credits. Geschrieben und entworfen von... Entwickelt von... Bla bla bla. Als Erzähler. Basieren auf der Arbeit von 2013er Team von The Stanley Parable. Blub, 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 blub. Okay, ja. Hier geht's weiter, da drüben aber auch. Können wir irgendwie was selber dazu schreiben? Das Büro. Der Kopierer. Wartungsraum. Eine erste Version des Wartungsraums. Ja, viel hat sich da aber auch nicht verändert dann. Seit der ersten Version. Schlachtfeld? Bitte was? Das habe ich noch nicht gesehen. Alien Base. Waren wir da schon? Habe ich das nur vergessen? Nee, oder? Schlachtfeld. Schon früh in der Entwicklung haben wir ein Ende entworfen, bei dem Stanley auf einem Schlachtfeld landet und gegen Aliens kämpft. Das Actionspiel sollte empfindungsfähig werden und Krieg gegen den Erzähler führen. Kurz nachdem wir mit der Entwicklung begonnen hatten, merkten wir, dass das viel zu witzig und zu kurz gedacht war für den Charakter des Spiels. Außerdem wurde es von manchen Leuten so interpretiert, dass das Spiel sich über Leute lustig macht, die Ego-Shooter mögen, was nicht unsere Absicht war. Ach so. Okay, deswegen wurde es wahrscheinlich einfach gestrichen. Ultra Deluxe Ankündigungen. Im Dezember 2018 kündigten wir bei den Game Awards die Ultra Deluxe Version von Stanley Parable an. Dies sind Screenshots von den Videos, die wir für die Ankündigung und Verzögerung des Spiels gemacht haben. Vor allem hier mit dem Geld. Erzähle-E-Mails. Nach dem zweiten Trailer haben wir die Leute darum gebeten, dem Erzähler Fragen per E-Mail zu schicken. Obwohl wir diese für weitere Proben eingeplant hatten, haben wir keine perfekte Anwendung dafür gefunden. Hier sind einige dieser E-Mails. From Subject, you're gay. Dear narrator, I appreciate the previous Stanley game and work of others, which is why I eager to see the sequel, because I need some good...
Will Stanley Parable have infinite quests? How many endings? If the Stanley Parable is really going to let me go shopping, I hope it will have a fine selection of boots. How do you make how do you make the worst game ever? What is the difference between a dog? Sind das echte E-Mails, die Leute geschrieben haben? I hope it is better than the first one from a cool man. Are you a rock? Could you tell me what the significance of the number 12800 is? Well, the thing I want to know is, what would you do if Stanley entered any other rooms? Okay, keine Ahnung, woher jetzt da rauslesen sollen. Die Lounge. Die erste Version der Lounge. Der Wohnungstimer. Eine frühen Entscheidung, die zum Apartmentende geführt hat, ein Timer, eine 5 Sekunden. In einer frühen Version der Entscheidung, die zum Apartmentende, das heißt, wenn man das Telefon abhebt, ne? Das Telefon zu gehen. Wenn man nicht ans Telefon gegangen ist, hat das zu einem anderen Ende geführt. Wahrscheinlich haben sie den Timer ersetzt durch das Telefonkabel, würde ich mal sagen. Der Lastenaufzug. Die zweite Version ist funktional die gleiche wie die im finalen Spiel, aber wir wollten, dass es mehr wie ein Ort aussieht, an dem tatsächlich Fracht gelagert wird. Nebelleon, hallöchen, willkommen. Wie geht's dir? Was haben wir hier? Der Lastenaufzug. Der Lastenaufzug sollte immer die Wahl bieten, auf dem Weg zu bleiben oder auf einen anderen Weg zu springen. Auf einen anderen Weg zu springen. Nach dieser ersten Version entschieden wir jedoch, dass wir auch die Option wollten, dass der Spieler in den Tod stürzt. Dass wir auch die Option wollten. Das heißt, wir können beim Lastenaufzug auf einen anderen Weg springen. Hätte nie gedacht, dass als einziger Streamer auf Twitch, der gerade ein Deutscher ist. Ist das so? Ja, keine Ahnung. Ich habe das Spiel tatsächlich beim letzten Stream das erste Mal gespielt. Also ich habe auch die Originalversion nicht gespielt. Ich erlebe das jetzt hier auch alles zum ersten Mal. Aber schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Zum einzigen Stanley Parable Streamer auf Twitch scheinbar. The game is now paused. Pausemenü. Lange Zeit hatten wir ein Ende, das nur endete, wenn der Spieler aus dem Pausemenü neu startet. Leider haben nur sehr wenige Spieler erkannt, dass sie dies tun sollen, was für alle frustrierend war. Ja, das ist natürlich, wenn du einen Raum baust, wo du halt nicht rauskommst, außer durchs Menü das zu beenden, schwierig. Ich finde solche Insights tatsächlich super interessant, so Spielentwicklungsentscheidungen und so. Ich habe das Stanley Parable Demo früher gespielt. Ich habe das nur irgendwie, also ich habe den Namen immer mal wieder gehört und dachte mir so, ja, das ist ein Spiel, das ich irgendwann mal auf jeden Fall spielen muss. Und zack, sind 10 Jahre vergangen und jetzt sitze ich hier. Death Brain activated. Ja, total. Was ist das hier? Buttons an, aus. Sending-Modell. Das Sending durchlief viele Anpassungen. Dieser Raum zeigt die vierte Version des Endes und wir dachten, es sei vollständig. Beschlossen aber kurz vor der Veröffentlichung, es zu verwerfen und zu ändern. Was ist das für ein Ende? Ich glaube, das haben wir alles noch nicht entdeckt. Kann das sein? Ich liebe das Spiel, es ist so anders. Ja, anders beschreibt es ganz gut. Nee, ich mag es auch total, weil es halt im Grunde kein klassisches Spiel ist. Und so ein Puzzle, Rätsel, Random, Meta-Spiel mag ich auch sehr. Es ist so außergewöhnlich, das stimmt. Sending-Hebel. Diese Hebel waren ursprünglich ein Teil von Sending. Der Spieler sollte an einem Hebel ziehen und der Erzähler sollte beschreiben, an welcher Farbe er gezogen hatte. Schade, dass der Erzähler das jetzt nicht macht.
Dieser Screenshot zeigte eine erste Version des Endes, das als Standing bekannt ist und das letztendlich ausgeschnitten und mit einem anderen Teil des Spiels zusammengefügt wurde. Da waren wir noch nicht, oder? Da waren wir noch nicht. Ich kann mich auch nicht an so ein... das erinnern. Okay, hier ist der Exit. Das heißt da, hallo? Der Countdown-Schreibtisch. Einer der Schreibtische aus der ersten Version des Countdown-Endes. Was ist das Countdown-Ende? Ich muss noch ein paar Errungenschaften machen. Eine davor ist das Spiel einen ganzen... Ja, haben wir uns gerade eben angeguckt. Bedeutet das wirklich, dass das Spiel irgendwie 24 Stunden am Dienstag laufen muss? Oder was ist das? Freiheitsende. Das ist das Freiheitsende, wie es in der Beta-Version vorkam. Wachungsraum auf, da waren wir, oder? Eine Zeit lang konnte der Aufzug im Monitorraum nach oben oder unten fahren. Mit Freiheit oben und Countdown unten. Das haben wir aufgegeben, weil die Spieler es zu schwierig fanden, sich zu merken, was oben und was unten war. Und haben stattdessen die beiden Enden zusammengelegt. Muss aber das Spiel nochmal starten, bevor alles gespoilert wird. Nee, ja, wir haben ja auch jetzt schon einiges an Zeit damit verbracht. Ich finde es jetzt eher tatsächlich ein bisschen interessant, die Enden jetzt zu sehen und dann rauszufinden, wie wir da hinkommen. Es gibt auch ein Ende, wo du verdammte 4 Stunden lang machen musst. Und nein, ich mache es auf keinen Fall. 4 Stunden lang was machen musst? Countdown-Raum. Eine erste Version des Countdown-Raums. Da waren wir auch noch nicht, ne? Etwas. Einfach 4 Stunden lang irgendwas. Spieldesign-Modell. Das ist das Level, das William, der Leveldesigner, David im Autor als eine Art Vorspielstück geschickt hat. Die Steigung des Levels führte dazu, dass William für das Design des gesamten Spiels eingestellt wurde. Obwohl sich viel an der Umgebung geändert hat, ist der Grundriss dieses Modells immer noch im Spiel enthalten. Mhm. Stanleys Büro. Von links nach rechts. Die Entwicklung von Stanleys Büro im Laufe der Zeit. Das erste wurde im November 2011 erstellt, das zweite im März 2012 und das dritte im Februar 2013. Ist schon krass, dass wie lange man an so einem Spiel sitzen kann, ne? Vor allem, dass dieser Raum halt so ein paar Mal überarbeitet wurde. So wichtig erscheint mir der Raum jetzt nicht zu sein, um ehrlich zu sein. Der Raum ist nur da, um ihn zu verlassen. Wenn es gut werden soll. Ja. 4 Stunden einen Knopf drücken, ab der Stunde 2 kommt ein zweiter Knopf dazu. Das heißt, immer leuchtet der und dann muss man ihn drücken oder kann man da irgendwie den Controller so manipulieren, dass der halt einfach die ganze Zeit da drauf drückt. Aber gut, 4 Stunden, wie lange habt ihr noch Zeit heute? Das musst du selbst sehen. Squirrel, hi! Einen schönen guten Abend. Wo sind wir jetzt gelandet? Die Lounge, da waren wir schon, ne? Das Büro. Das haben wir schon alles gesehen. Das sind die E-Mails. Ich habe Zeit, aber werde den Knopf nicht selbst 4 Stunden lang drücken. Tja, dann musst du dir was einfallen lassen oder gibt es die Errungenschaft halt nicht. Aber davon habe ich gar nichts gelesen. Vielleicht ist es diese 8. Ist es diese 888? Erst mal zugucken. Die Bürouhr. Achso, das ist nur ein Ende. Ja, gut. Chefbüro. Screenshots von der Entwicklung des Chefsbüros. Ja, von kalt zu bisschen mit schön. Um was geht's hier? Das weiß keiner. Das weiß keiner. Office-Leben. Ja.
Ich weiß auch leider nicht mehr, wo ich jetzt schon Freiheitsende. Es geht um einen Eimer. Okay, hier war ich doch auch schon. Irgendwo konnte man noch auf die andere Seite. Wo war das denn? War das hier? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Die Lounge. Der Untergrund. Eine der ersten Versionen des Untergrunds des Spiels. Achso. Ja, hier Escape ist dann... Das Spiel weiß, dass es ein Spiel ist und ach, keine Ahnung, worum es wirklich geht. das beschreibt es ganz gut. Erzähler-Outtakes. Die Stimme des Erzählers hat im Verlauf der 2-jährigen Entwicklungszeit sämtlichen Dialog für das Spiel ungefähr 3-mal aufgenommen. Das sind Clips aus den ersten Takes, die im finalen Spiel nicht verwendet wurden. Where were all of his co-workers? Oh, I don't know. How about they're throwing a surprise party for him for all his button pushing? Does that sound plausible to you? Okay, hier wäre jetzt natürlich auch eine Karte nicht schlecht, um zu sehen, in welche Ecke wir jetzt noch nicht waren. Den Exit haben wir ja schon gesehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles, ne? Wir sind ja hier nach links. Was? Das Spiel hat mir gerade eine Warnung gegeben, dass ich das Ende mit F überspringen kann, weil soziale Gemen passieren können. Und auch um sehr endliche Löcher, ja. Ich kenne das, dass es solche Warnungen gibt. Soziale Themen, ach so. Ja. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles, oder? Der Countdown. Hier waren wir auch schon. Nee, hier war er noch nicht. Der Meetingraum. Wartungsraum Grundriss. Es war wichtig, den Lauf der Gänge nach den ersten beiden Türen richtig hinzubekommen, da die Spieler wiederholt durch sie gehen würden. Wir haben eine Reihe von Entwürfen diskutiert, aber letztendlich hat sich die einfachste Variante durchgesetzt. One option, doorway to maintenance. Okay. Ja, soziale Themen sind immer gefährlich, würde ich immer überspringen. Ich brauche so einen Button fürs reelle Leben. Okay, wir haben hier links und rechts die Tür, Disobey, Lounge. Und dann können wir links abbiegen, Maintenance und dann trotzdem noch einen Meetingraum. The other entrance would be hidden depending on how you entered. What about this vent? Sagt die Sozialarbeiterin, die jetzt nicht sozial arbeitet. Okay, ich würde sagen, ich glaube, wir haben soweit alles. Dann bleibt uns jetzt nur noch der Exit und die 4 Stunden Knopf drücken, oder? Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Ja, Mann, ich breche mir so ziemlich alle Beine, die ich habe. Sind es mehr als 2, dann Glückwunsch. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. So, jetzt, also... But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Turn off your PlayStation. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now.
Okay, dann mache ich jetzt aus. Only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let Ja. Aber interessant tatsächlich, dass man, wenn man das mit dem Eimer macht, halt was anderes bekommt. Okay, jetzt will ich halt die ganzen Enten finden, aber ich brauche irgendwie eine Übersicht, welche ich jetzt schon gesehen habe und welche noch fehlen. Ich muss mir das ausdrucken und dann immer so abhaken, was wir jetzt schon gesehen haben. Well, the bumpscosity in here is really getting up there, isn't it? No matter, the story must carry on, no matter how much or how little bumpscosity there is. Komm, wir ziehen die Streuung hier noch ein bisschen auf 1000. Die Enten. Hab nicht das Gefühl, dass du eins von denen kennst. Wir finden bestimmt noch ein paar. Ist auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie das Verlangen, immer die Computer auszuschalten. So. Machen wir jetzt wieder mit Eimer was oder ohne Eimer? Wir könnten mit Eimer mal ans Telefon gehen. Ohne. Ohne, okay. Aber was haben wir denn jetzt ohne noch nicht gemacht? Oh, ich habe das so oft jetzt durchgemacht, dass ich keine Ahnung habe mehr, was wir irgendwie, worüber wir geredet haben, was wir dann mit Lamps and video games use real electricity. Das stimmt. Achso, genau, von der Plattform aufs Gitter gesprungen. Genau, das haben wir ja in dem jetzt gelesen, dass das funktioniert. Das würde ich jetzt ausprobieren. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Das haben wir gerade gelesen. This room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. 3 Endings, nur da hinten. Gott, wie viele gibt's denn insgesamt? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Okay. Da ist ein Collectible! Da ist ein Collectible! Ich will das haben. Okay, das ging ja ganz gut. Das ist Nummer 2 dann, ne? You found one of them. Woohoo! One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. Ohne Eimer 3 Endings. So, I implore you to save 9 Endings in dem Raum. every moment you come across one of these beautiful figurines. Großartig. 2 von 6. Okay, so, jetzt haben wir das. Wie kommen wir jetzt wieder nach oben durch den Schacht da? Ich sehe nichts. Achso, es lädt, okay. Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten Bitte was? path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path. Ey, was ist kaputt? It seemed the office had begun. So far off the beaten. Stop it. You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all Das wäre sehr just schade in auf jeden Stanley's Fall. head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. Also 9 Endings in dem einen Raum mit und 9 ohne Eimer. Ja, irgendwie muss ich die durchtracken können.
Ich habe keine Ahnung. Also ein Ending ist ja einfach runterspringen und sterben. Okay. So, jetzt haben wir... Zählt das jetzt schon als Ending? Ist das ein Ending? Ja, ne? Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming Ja, ja, in? passt schon. How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. What was it about this? But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Okay, so Stanley was jetzt so mal bad gucken. at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Wo können wir denn jetzt noch hin? Da unten ist eine Tür, aber die ist ja zu. Das heißt, es bringt nichts. Ja, auf dieses Gitter da wahrscheinlich. Ne? Und da hinten, da rechts dann raus. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult. Ich frage mich nur, but the ob ich das fact is hinbekomme. that the story has been about Wie muss ich das nothing tun? but you all this time. Achtung, There's Achtung. someone you've been Bereit? neglecting, Stanley. What? Really? Geil. I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier finden. 2B1 habe ich auch doch schon mal gesehen. Konnte man hier schon reingucken irgendwie? Oder war das 1B2 oder so? No buckets past this point. Was, wenn ich hier mit Eimer durchlaufe? Now listen carefully. Oh, This is important. zwei Türen. Stanley walked through the red door. Ja, geil. Jetzt läuft's hier. Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini Stans? Kann man sowas kaufen? Hätte ich gern so auf meinem Schreibtisch stehen. Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. Nice. Okay, wieder 2 Türen und ich soll wieder durch die linke gehen. Deswegen gehen wir als allererstes durch die rechte. Ah. Stanley walked through the red door. Okay, es ist aber ein anderer Raum jetzt. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly? Ja, da haben wir doch schon die. Da haben wir dann doch schon die Enden, oder? Beim ersten Mal durch die rote Tür, beim zweiten Mal durch die rote Tür, beim dritten Mal durch die rote Tür. Aber dann kommt dann noch ein Ende, wenn man beim dritten Mal nicht durch die rote Tür geht. Okay, PC, du wirst erstmal über 24 Stunden lang anbleiben. Ist das wirklich, muss man das wirklich, das Spiel 24 Stunden laufen lassen, ne? What's Well. out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Eine Übersicht, welche Enden ich jetzt schon hatte. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin.
Ja, das Game hatte früher auch eine Errungenschaft, das Game 10 Jahre nicht anzumachen. Gibt's ja hier auch noch. Und das Leute haben das schon erreicht. Das heißt, man kann wahrscheinlich einfach die PlayStation nach vorne drehen, die Uhrzeit der PlayStation. Gehe ich mal stark von aus. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some Zwei. real critical feedback here. Zwei. Oh, well, now this is useful. You didn't like it, but you didn't totally hate it either. You enjoyed it, perhaps is the correct term. It didn't cause you excruciating pain. Das ist wohl Big richtig. steps we've made here today, Stanley. Sehr gut. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Ich bin sehr gespannt. The Stanley Pearl Worldwide Leaderboard. Total. Ach was, Moment. Ernsthaft? %21 haben das Intro geskippt. Tja. $18.000 Endings achieved. 98,9% of players are more attractive than Stanley. A Dead Red is a big worldwide. Also, das check ich nicht. Was ist diese Zeit? So lange haben wir das jetzt schon gespielt? Kann es sein? Nee, auf gar keinen Fall. Das heute kann man von der Deluxe nur mit Hard und Cheating bekommen. Indem man Zeit hochstellt, das über Steam läuft. Das ist leider ein Fake-Leaderboard. Na, schade. How long does it take you to get to the correct door? Ach so, weil ich 7 Stunden lang nicht die korrekte Tür gefunden habe. Verstehe. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, Ja. honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity Ja, to give bitte, it some her damit. playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards Okay, das habe ich schon mal You gesehen. click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. Ist das der Button, der 4 Stunden gedrückt werden muss? Ist das der Button? Also ich habe leider keine... Es wird laut. Danke für den Hinweis. Also ich habe keine 4 Stunden Zeit jetzt, ne? It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So Ja, why don't you natürlich. give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Stirb. Stirb einen feurigen Tod. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Schade. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Ja! Ah, fascinating.
What do you think Firewatch! this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Ist ja geil. Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Firewatch! Habe ich sogar hier drauf. Ha! Vor allem kann man jetzt nicht AFK, wenn man Maus bewegen muss, um den zweiten Knopf drücken zu können. Ja. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Es wäre irgendwie sehr weird, wenn jetzt einfach das komplette Firewatch-Spiel hier drin wäre. Verrückt. Verrückt! Früher war hier Minecraft, ja? Das dürften es jetzt nicht mehr, weil Microsoft oder so. Oh no. No, it can't be. Wie schaut es eigentlich mit euren Pokémon-Statistiken aus? Da bewegt sich auch nichts, ne? Wer war... Popstar, du warst auf Platz 1? Ne, wer war denn aktuell auf Platz 1? Ich glaube, du, Popstar, oder? Igor war irgendwann vorne und Muckelchain war, glaube ich, auch noch mit vorne, ne? Wie, it can't be? Was can't be? Was ist, wenn ich jetzt einfach mal querfeldein irgendwo hinlaufe? It's an open world game. Good God, quickly block it off. Oh. Thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that Popstar, Muckelchain und Igor, genau. thing. Sehr gut. A big open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Tatsächlich 85 Pokémon-Einträge. Ich glaube, es gibt aktuell 120 Pokémon zu fangen. Irgend sowas. Also es sind auf jeden Fall noch einige. Rocket League, natürlich mit Walls. Aber ohne Tore. Doch, Tore Just a hier. nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this Weird. is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Warum? Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yeah, I think surely we must. Okay, Hat Stanley, einer here's keinen the Plan, ball. was Have fun. Ballsport ist. Whoop. Da ist der Ball, da ist der Ball, da ist der Ball. Schnell zum Ball. Oh ja. Ich laufe schneller. Bonk. Wenn jetzt jemand einschaltet und fragt sich, was für eine weirde Version von von Rocket League spielt. Nein! Ich Are you kann doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my kann nicht mal das miserable richtig. story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if Ich one schaff's nicht mal, hier ein generates Tor a zu certain schießen. amount of raw adrenal pleasure, Dumm ist then das denn surely bitte? Multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. So, jetzt aber, I'm going to Achtung. try it out. Here comes another ball. Yes. Tor! Goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. I'm insatiable. More Mehr. balls. More balls. Ja, zack, 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 zack. So macht das alles viel mehr Spaß.
Rein da jetzt. Stanley, are you having fun? What are you doing? Ach so, ja. Das habe ich bei Rocket League noch nie gemacht. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Ja. Jetzt sind wir hier, ne? Huch! Das sieht auch nach Büroräumen aus. Aber anders. Vor allem hat jemand das Licht ausgemacht. Nein, bitte nicht. Nein, Horror-Game haben wir schon abgeschlossen hier. Das kommt nicht nochmal. Ah, 2 Türen. Stanley Parable in alt. Das ist unser Raum. Man kann den normalen Stanley Parable Weg gehen. Okay, so. Aber es sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Also es ist der... I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Warum habe ich heute keine 4 Stunden Zeit? Weil ich morgen arbeiten muss. Ich wollte tatsächlich gar nicht so lang machen. Jetzt sind es schon wieder fast 3 Stunden. Wie kann das sein? Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch hier weitermache. Finden wir irgendwie was Kurzes? Finden wir ein kurzes Ende? Ist die Frage. Ich nehme jetzt den Bucket und gehe ans Telefon. Dann schauen wir mal. Es klingelt. Hallo? Welches Telefon klingelt denn? Hi Stanley, just wanted to leave you a message to let you know there's a few things I need you to pick up on your way home from work today. We need milk, cereal, dish soap, spaghetti, get a thing of sugar, some bread, and coffee beans, whichever one's Alles vergessen. I'll give you a call if there's anything I forgot. Thanks, sweetie. See you tonight. Das ist nicht mal mein Telefon. Okay. Spaghetti. Türe von einem Raum einfach zumachen. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. Tatsächlich haben wir das noch nie gemacht. Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, Kibus, was that endlich if ist die he waited Giraffe weg. long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer.
Here it comes. Mann. Ja, so viele Pokémon gab's heute nicht, ne? Ich mache das gleiche nochmal mit Eimer. Vielleicht gibt's was anderes. Hey! What could it mean? Die Tür ist zu. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, man kann es nicht mit Eimer machen, weil dann geht die Tür automatisch zu. Aber ich wollte mit Eimer... Was ist das denn? Figurine Finders Committee. Meeting today in the meeting room. Das ist neu. Das habe ich noch nicht gesehen. The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket. Aber jetzt möchte ich in den Meeting Room. Ich bin verwirrt. Moment, bin ich jetzt... Moment. Keine Türen? Nicht links, rechts? Doch hier, wieso ist das hier blau? War das schon immer blau? Vielleicht werde ich auch langsam wahnsinnig. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Hallo, Meeting! How we can find them? There will be a reward for finding them all. Events, die manchmal passieren. Okay. Mission Status. Aha! Places to search. Das muss ich mir irgendwie abfotografieren oder so. Okay, Inside of a Sequel Exhibit, das haben wir ja. Das war ja die allererste Collectible. A large room, lots of boxes. Some are both red and blue. Also bei den rot, okay. A large room, lots of boxes ist da, wo wir im Lagerraum. Stairs, something to do with stairs. Das ist... Es gab doch mal einen Raum, wo warst du's, Popstar? Gesagt hast, wir müssen noch mal gucken, was unter den Treppen ist. Da gab es aber die Collectibles noch nicht. Nearby a fireplace. Fireplace weiß ich jetzt nur im Chefraum beim Boss. A private but smelly place for an important person. A private but smelly place for an important person. Auf dem Klo? Gotta collect them out. 5 there be, just take it from me. Looks like there will be cleaning of this wall required. I want them so much. I want to go home. War das mit der Treppe? Also Treppenhaus zum Chef ist mir auch erst als allererstes eingefallen. Aber war das die Treppe, wo unten irgendwie was versteckt sein könnte? Trust the completionist instinct. Why wouldn't they just tell us something will happen? This investigation, this room, they feel pointless. To be honest. Weird spinning figures. Maybe ideas they want. What we know, what we forgot. And what we don't know yet. Maybe we are the collectibles. Bottom text. Small floating object appeared. We have some resource. There are many questions. There was no memo from management. Again, how can you tell you've spotted one? What makes them... Hier ist ein Klo. Irgendwo auf dem Klo. Schon mal oft hoch und runter gefahren? Nee, glaube ich nicht. We can do it. Red room. Follow clues. Good luck. Ich glaube, das war's mit der Präsentation. Ja. Haben wir hier noch? Do not leave the office before reporting back your findings. Teamwork and thank you. Okay.
hier. Hier Coming to unten a drin. Ne? staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Ah. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think? Figlies finde ich gut. What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Sehr gut. Ich fände es sowas lustig, auf dem Schreibtisch stehen zu haben. Aber jetzt sind wir ja hier unten, da wollen wir nichts sagen. Wobei, wir könnten das Ende mal... Ah, das dauert lange, ne? Das Ende dauert lange. Das Ende mit dem... Komm, wir machen das noch und dann war es für heute. Dann gibt es noch einen dritten Teil, Stanley Parable, glaube ich. But Stanley just wouldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting Skip-Button, he had left hatten wir his vorhin. post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then, something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. He looked down at the bucket in his arms. Am I crazy? He asked the bucket. The bucket returned his gaze, but said nothing at all. That's strange, Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for me in difficult times such as these. He held the bucket close, yet felt none of its familiar reassurance and comfort. And that's when Stanley realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Nein, wo ist der Who knows Bucket? what sorts Mein of Eimer. bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence of his bucket. And indeed, now he noticed that the rooms were repeating. Okay, und jetzt ist das Standardende, oder was? And now he felt himself floating off the ground. Oh, gracious, he exclaimed. Without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Wo ist mein Far Bucket? off in the distance now, he heard it, calling to him. Stanley! Stanley, it's me, the bucket. Could it Wo ist der be? Eimer? Wo ist der Eimer? Forward from room to room, Wo ist der... passing by Eimer, one Eimer. bucket after the next. None of them were his. None of them were his special bucket. Da ist was. me, Stanley. Find me. He had to find brauch the den bucket. Eimer. He Ich had brauch to den return Eimer. to his old friend. It was the only way to truly restore his sanity. And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. It was incredibly painful. Oh Gott. Stanley doubled over in agony and blacked out. Tja. This is the story of a woman Ach so, jetzt sind wir hier. Mariella. Mit dem Eimer in der Besenkammer. Ich glaube, ich war noch nie in der Besenkammer. She arose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security, and walked to her place of work. But on this Dieser particular Eimer. day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. This man had no bucket. Of course he'd gone mad, ranting and raving about a narrator describing all of his actions and how everything is predetermined and free will is an illusion and it's all just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Perhaps he didn't even realize he'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world can be, Schlimm. Mariella thought, and she hugged her own bucket even tighter. But of course, she had no time for this. Ich gehe ab jetzt auch nicht mehr ohne meinen Eimer aus der Wohnung. Soon have to confront at work, for which her bucket would provide absolute guidance and total clarity on everything. Heck, Sehr gut. she thought to herself, my life kicks ass, and she backflipped all the way to work. She backflipped all the way to work. Das hätte ich jetzt gerne noch gesehen. Sehr gut. Okay. Das war das letzte Ende für heute. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Das heißt, wir machen noch einen dritten Teil davon. Aber für heute reicht's dann auch, ne? Uppala. Die Ente. Nebelleon, danke für dein Follow. Und hier hast du deine
Quack, Ente. Wann das nächste Mal sein wird, weiß ich nicht. Donnerstag bin ich nicht da. Vielleicht nächsten Montag erst wieder. Mal gucken. Ja, wobei, nächsten Montag. Ja. Ich würde mal sagen, in einer Woche erst. Nächsten Montag könnte es sein, dass der nächste Stream ist. Dann machen wir nochmal eine Runde Stanley Parable, bevor wir dann irgendwie, weiß ich nicht, was wir danach spielen tatsächlich. Aber ja. Genau, ich bin jetzt erstmal nicht da und deswegen fällt es diesen Donnerstag leider aus und am Wochenende auch. Und dann sehen wir uns am Montag wieder. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Hat sehr viel Spaß gemacht. War noch ein bisschen verrückter jetzt und mehr als ich dachte. Ich dachte, wir sind vielleicht schnell durch, wenn wir ein paar Sachen noch finden und dann lassen wir das. Aber ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass die Deluxe Edition nochmal Deluxe wird. Beziehungsweise wir haben ja so viel anderes auch noch nicht gesehen. Das ist mir jetzt erst klar geworden, dass es ja so viele andere Enden noch gibt. Bis morgen, Jim, ja, genau. Und ich will, Cubus, ich will deine Comedic Timing Skills morgen auf jeden Fall vorgeführt bekommen. Es gibt noch extrem viel. Ja, ich befürchte es. Das letzte Mal hast du doch gefragt, was Deluxe macht. Jetzt weiß ich's. Den Eimer. Wir haben aber auch das nicht unendliche Loch noch nicht gesehen im Spiel, ne? Ich meine, ja, meine erfährst du jetzt doch hier jedes Mal im Stream. Oder nicht? Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschauen und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns dann vermutlich nächsten Montag. Ansonsten in den Discord kommen, da schreibe ich auf jeden Fall immer rein, wenn es irgendwie Stream gibt und so. Ich habe immer noch keine andere Möglichkeit, Leuten Bescheid zu sagen, wann Stream ist und wann nicht. Twitch ist da ja nicht sehr zuverlässig, habe ich gemerkt, mit Notification und so. Dankeschön, macht's gut, habt einen schönen Rest der Woche. Tschüss. Habe ich noch Musik? Wollen wir mal wieder jemanden raiden? Warte mal. Wir haben schon lange niemanden geradet mehr. Ist noch jemand da? Gibt es mittlerweile jemanden, der das Spiel vielleicht auch spielt? Jemand eine Idee zu raiden? Ist gerade keiner aus meiner Liste da, tatsächlich. Ist das deine Hand, die du auf... Bitte was? Ja, genau, das ist meine Hand. Das ist tatsächlich ein Stockvideo von irgendwo. Das Stanley. Kann ich nicht mal suchen. Naja. Ich habe verlernt, wie man raidet. So lange ist es her, dass wir das letzte Mal geradet haben. Ja. Wie hieß das andere Spiel, was wir da letztens hatten? Moment. Superliminal, vielleicht kriegen wir das super... Vielleicht gibt es da jemanden. Igor! Hey! Ja, wir sind gerade am Wegraiden. Hier kommt, der macht gerade einen Speedrun davon. Space Krokette. Sagt mal Hallo und guten Abend. Keine Ahnung, ob Englisch oder Deutsch. Und bis demnächst. Ciao! Welch geilen Spiel hast du sonst so gespielt? Superliminal als letztes. Hello, I'm Dr. Glenn Pierce, ja. Bis dann, ne?